Hallo zusammen, heute ist die neue Huawei Watch GT6 Pro erschienen. Ich konnte sie im Vorfeld schon testen und möchte hier in meinem Video die Erfahrung wiedergeben bzw. auch die Neuerungen der Uhr zeigen. Die Huawei Watch GT6 Pro erscheint dabei in 3 verschiedenen Farben. Du kannst dich einmal zwischen braun und einer schwarzen Version entscheiden. In diesem Video siehst du die schwarze Version und es gibt dann noch eine mit einem Titanium-Metall-Armband. Die Uhr erscheint dabei in einer Größe von 46 mm. Das Uhrengehäuse selbst besteht dann hier aus einer Titanlegierung. Und preislich liegen wir bei der braunen schwarzen Version bei 379 € und die Version mit dem Titan-Metall-Armband liegt dann bei 499 €. Ihr habt die Möglichkeit, die Huawei Watch GT6 Pro dann einmal mit dem iPhone zu nutzen, wie ich das jetzt zum Beispiel im Test gemacht habe. Ihr könnt aber auch ein Android-Handy nutzen. Ich habe zum Beispiel das Pixel 10 Pro, was ich ebenfalls mit verbunden habe. Und dabei ist es so, dass du beim iPhone hier ganz normal über den App Store hier die Huawei Health App herunterladen kannst. Die benötigst du hier, um die Uhr nutzen zu können. Beim Google Pixel 10 oder bei Android-Phones musst du das dann hier über die Huawei App Galerie herunterladen. Das geht zum Beispiel einmal über die Webseite. Das ist aber ganz einfach. Ich habe dazu mal ein Tutorial gemacht, das verlinke ich dir mal. Da kannst du das Video anschauen, wie du es dann hier mit einem Android-Handy nutzen kannst. Die Huawei Watch GT6 Pro erhält auch hier ein 1,4 Zoll großes AMOLED Touch Display. Das Display selbst kann auch bis 3000 Nits maximal hell werden und es ist draußen dann auch wirklich sehr gut ablesbar. Und geschützt wird das Display hier mit einem Saphirglas. Das heißt also, es kommen auch nicht direkt gleich Kratzer rein, wenn du mal irgendwo hängen bleibst. Im Bereich der Steuerung bietet uns die Huawei Watch GT6 Pro die Möglichkeit, einmal natürlich klassisch hier über das Touch-Display die Apps auszuwählen. Du hast eine Krone rechts oben, bei dem du zum Beispiel durch die verschiedenen Datenfelder scrollen kannst oder auch durch die App-Liste. Und du hast die Möglichkeit, den Knopf rechts unten auch hier mit weiteren Funktionen zu belegen. Da gibt es dann hier eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, die du hier nutzen kannst. Im Bereich der Sensoren und Konnektivität bekommt ihr mit der Huawei Watch GT6 Pro einmal einen Bluetooth-Chip spendiert, natürlich um einmal die Verbindung zum Handy aufrechtzuerhalten, aber auch die Möglichkeit hier zum Beispiel ein Leistungsmesser vom Radfahren zu verbinden oder zum Beispiel einen Brustgurt kannst du ebenfalls mit der Uhr dann hier koppeln. Darüber hinaus bekommst du mit der Uhr auch einen NFC-Chip angeboten, mit dem du hier bargeldlos zahlen kannst und dafür gibt es jetzt auch die App Quico, die du hier verwenden kannst. Ich persönlich hatte jetzt aber keine Erfahrung mit gesammelt. Kannst du mal gerne einen Kommentar schreiben, falls du hier schon mal die App genutzt hast. Und was bei einer Pro-Uhr auch nicht fehlen darf, ist dann auch ein Temperatursensor, der zum Beispiel die Hauttemperatur misst. Ein Kompass ist ebenfalls mit dabei, als dann auch ein barometrischer Höhenmesser. Bei diesem könnt ihr dann sogar die Unwetterwarnung einstellen. Da bekommst du dann eine Meldung, wenn dann hier der Druck sehr schnell abfällt. Und zu guter Letzt hast du dann auch die Option, wenn du zum Beispiel Herzfrequenzdaten von der Uhr auf ein Drittgerät senden möchtest, wird das ebenfalls mit der Huawei Watch GT6 Pro unterstützt. Im Bereich der smarten Funktionen bekommst du mit der Huawei Watch GT6 Pro einmal ein Mikrofon und Lautsprecher spendiert. Darüber kannst du dann hier zum Beispiel telefonieren, Anrufe entgegennehmen bzw. Anrufe tätigen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass du dann ein Handy mit verbunden hast, weil ein LTE-Chip ist direkt hier nicht verbaut. Und wie es sich für eine smarte Uhr gehört, bekommst du natürlich dann auch hier die Benachrichtigungen angezeigt, die am Handy reinkommen. Beim iPhone kannst du hier beschränkt einstellen, welche Apps hier eine Benachrichtigung an die Uhr senden soll. Bei Android sieht es etwas anders aus. Hier hast du wirklich eine große Liste bzw. unterstützte Apps, die dann hier abschalten kannst, beziehungsweise du kannst dann auch wirklich die Apps anzeigen lassen, die du dann hier haben möchtest. Dafür gibt es aber kleine Einschränkungen bei der Kamerasteuerung. Wenn du jetzt hier ein Android-Handy nutzt, kannst du leider nicht die Kamera über die Uhr steuern. Anders sieht es beim iPhone aus. Da gibt es dann die Möglichkeit, auch die Kamera direkt zu steuern und hier die Bilder bzw. Videos auszulösen. Und du hast auch die Option, hier die Wetterdaten deines aktuellen Standorts anzeigen zu lassen. Es werden dann auch Sprachmemos unterstützt, die du dann hier eingeben kannst. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da, das freut mich und den Algorithmus. Aber auch die Option, Offline-Musik auf die Uhr mitzunehmen, ist ebenfalls enthalten. Dabei werden zum Beispiel MP3s und Wave-Dateien unterstützt. Und ganz erfreulich ist es auch, dass du sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Android-Handy nun endlich die App-Galerie ebenfalls dann in der App angeboten bekommst. Das heißt also, du kannst nun die Huawei Watch GT6 Pro auch um weitere Funktionen erweitern. Wenngleich die App-Galerie von Huawei doch dann sehr übersichtlich ist, aber zumindest die Option ist mittlerweile da. Das war früher hier sehr stark eingeschränkt. Und wie ihr es von Huawei gewohnt seid, bekommt ihr natürlich auch hier mit der Huawei Watch GT6 Pro eine große Vielzahl von Zifferblättern angeboten. Es gibt viele, die sind auch kostenpflichtig, aber es gibt auch umso mehr welche, die kostenlos sind. Da gibt es auch einen eigenen Reiter und da kannst du wirklich hier sehr, sehr viele Zifferblätter auswählen. Und ich denke, da ist für jeden Geschmack dann auch hier was dabei. Im Bereich der Fitnessfunktion bekommen wir natürlich hier mit der Huawei Watch GT6 Pro auch hier wieder unsere bekannten Ringe angezeigt. Diese setzen wir einmal zusammen aus Stehzeit, Aktivzeit, aber auch Kalorienverbrauch.
wobei man sagen muss, dass der Kalorienverbrauch etwas höher ausfällt als bei meinen anderen Uhren, so etwa 5 bis 10%. Du bekommst auch eine Übersicht über die Schritte, die du über den Tag getätigt hast. Und ganz nett, es werden dann auch die Gesamtdistanzen aufgezeichnet, also nicht nur die ich als Aktivität aufgezeichnet habe, sondern auch die ich über die Schritte über den Tag gesammelt habe. Es gibt dann auch eine Übersicht der Anstiege, die ihr über den Tag getätigt habt. Und es gibt natürlich dann auch eine Übersicht des Laufes, den ich hier heute durchgeführt habe. Da könnt ihr euch das nochmal hier im Review passieren lassen. Das ist möglich, als natürlich dann auch eine Übersicht nochmal alles schön grafisch, wie sich das über den Tag hier zusammengesetzt hat. Wenn wir von links nach rechts wischen, bekommt ihr dann auch hier nochmal so eine kleine Wochenübersicht angezeigt. Da seht ihr dann hier, wie sich dann die Woche hier komplett für euch zusammengesetzt hat. Das ist dann auch immer sehr interessant. Da sehen wir auch hier die ganzen Trainingseinheiten, beziehungsweise dann auch natürlich dann hier Kalorien, Trainieren, als auch Stehzeiten, hat es hier nochmal mit im Überblick. Ihr könnt euch natürlich dann auch die Ziele selber setzen. Und wenn ihr lange am Tisch gesessen seid, bekommt ihr dann auch mal eine Erinnerung, dass ihr vielleicht mal aufstehen solltet. Was wir in der letzten Uhrengeneration neu erhalten haben, sind auch hier die gesundheitlichen Einblicke. Auch die bekommen jetzt hier auf der Huawei Watch GT6 Pro. Sehen jetzt hier momentan eine Änderung. Da könnt ihr auch immer ganz gut lesen, was sich dann hier geändert hat. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt schlecht geschlafen habt, bekommt ihr es hier analysiert. Oder dann auch zum Beispiel Ruheherzfrequenz. Und da habt ihr die Daten hier nochmal im Überblick, wie dann hier so die Tendenz ist. Generell bekommst du dann auch alles in der Huawei Health App nochmal schön aufgearbeitet. Da kannst du nochmal nachlesen, was sich hier wo entwickelt hat. Aber auch Trends werden hier angezeigt, um zu erkennen, okay, entwickelt sich das hier in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung. Eine Änderung gab es dann auch im Bereich der Stressmessung. Es gibt nämlich jetzt hier das sogenannte emotionale Wohlbefinden. Wir sehen es hier, ich bin momentan etwas aufgebracht, etwas gestresster als sonst. Ihr bekommt es aber auch schön hier in der Grafik angezeigt. Wir haben jetzt hier 3 Stufen, mittlere und ja, hier ist es ganz gut. Hier unten ist es etwas stressiger. Sie sehen auch hier, ich habe hier ein Workout gemacht, dass es dann etwas stressiger war. Ihr habt natürlich auch noch die klassische Stressmessung, wie wir es dann von früher kennen. Und hier kann man auch sehen, dass hier und da manchmal Lücken entstehen. Das ist immer nicht so ganz durchgehend, aber als Orientierungswert ist es soweit in Ordnung. Stichwort Entspannung. Ganz wichtig ist natürlich dann auch der Schlaf. Und so bietet uns auch die Huawei Watch GT6 Pro natürlich auch hier ein Schlaftracking an. Und das macht sie wirklich auch sehr zuverlässig, sei es vom Einschlafen als vom Aufwachen. Die Zeiten sind hier sehr plausibel. Wir bekommen auch dann hier einen Schlafscore angezeigt mit so Sternen, beziehungsweise auch die Schlafzeit. Ihr bekommt noch so ein paar Details, wie dann hier der Tiefschlaf war, aber auch die REM-Schlafphasen und das Ganze dann auch nochmal schön grafisch. Und es gibt natürlich dann auch nochmal eine Übersicht über die Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität mit einer Einstufung, ob du dann hier im optimalen Bereich unterwegs bist, als auch die Blutsauerstoffwertmessung und die Atemfrequenz wird ermittelt. Und zu guter Letzt haben wir dann auch nochmal eine Übersicht des Nickerchens, falls du eins durchgeführt hast, können wir ganz gut sehen, das wurde ebenfalls heute erkannt. Und es gibt natürlich dann auch hier eine schöne detaillierte Auflistung in der Huawei Health App, wo du dann nochmal weiter tiefer in die Daten reingehen kannst, um eine Analyse deines Schlafs durchzuführen. Und wenn wir dann schon beim Schlaf sind, es gibt natürlich dann auch die Messung der Hauttemperatur. Das erfolgt bei der Uhr dann aber hier durchgehend, also nicht nur beim Schlaf. Und da ein ganz wichtiger Hinweis, dies ersetzt auf jeden Fall hier keinen Fieberthermometer. Eine Besonderheit der Huawei Watch GT6 Pro gegenüber der Huawei Watch 6, die ebenfalls heute erschienen ist auch die Möglichkeit, dass du hier eine EKG-Messung durchführen kannst. Du bekommst natürlich dann einmal einen Hinweis dann auf der Uhr, wenn das Ergebnis da ist, aber dann auch nochmal eine Auflistung innerhalb der App, beziehungsweise du hast dann auch die Möglichkeit, hier die Datei runterzuladen. Neben der EKG-Messung wird dann auch noch die Erkennung der arteriellen Steifigkeit unterstützt. Auch das gibt es nur auf der GT6 Pro und nicht auf der Huawei Watch GT6. Zu guter Letzt hast du dann auch noch die Möglichkeit, wenn du hier ein Kalorien-Tracking durchführen möchtest, dass du es dann auf der Uhr aufzeichnen kannst, beziehungsweise über die Huawei Health App. Auch das ist hier im kostenlosen Bereich möglich. Aber nicht nur Fitnessfunktionen werden mit der Huawei Watch GT6 Pro unterstützt. Es gibt dann auch einige Trainingsoptionen bzw. Widgets, die dabei helfen, gesund zu trainieren. Einmal haben wir hier die Trainingsbelastung und da sehen wir auf einen Blick, ob du hier im optimalen Bereich trainierst. Wir sehen hier, ich bin momentan im mittleren Bereich, alles gut. Sobald du in den roten Bereich kommst und so mehr solltest du bei deinem Training reduzieren, damit du hier nicht in die Verletzung reinkommst. Es gibt dann auch eine Übersicht der Trainingserschöpfung. Da sehen wir es dann nochmal im Detail. Wir sind hier ziemlich ausgeglichen mit 0,2 und unten sind wir im Fitnessbereich für die Langzeit- und für die Kurzzeitwerte. Aber dann auch hier, ja, wie die Erholung aussieht, wie viele Stunden ich erholen soll. Das bekommt er ebenfalls mit angezeigt, als dann auch eine VO2 Max Messung. Und da muss ich auch wirklich sagen, das ist wirklich plausibel, was hier an Wert rauskommt. Das deckt sich hier mit meinen anderen Sportuhren. Und ihr bekommt dann auch eine Laufprognose für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon angezeigt.
Was die Sportaufzeichnung generell angeht, so bekommst du über 100 verschiedene Sportarten angeboten. Natürlich ist ja Laufen, Radfahren dabei, Krafttraining, Schwimmen, aber auch Triathlon ist mit der Huawei Watch GT6 Pro möglich. Es ist auch dann Yoga und Pilates unterstützt, als auch diverse Tanzmöglichkeiten wie Street Dance, Ballett oder klassisches Tanzen, aber auch Mannschaftssportarten wie Basketball, Fußball werden ebenfalls hier angeboten. Anders als die Huawei Watch 6 bietet dann die Huawei Watch GT6 Pro auch die Möglichkeit, hier Freitauchen aufzuzeichnen und dabei unterstützt die Uhr hier eine Tauchtiefe bis zu 40 Meter. Was es auch nur bei der Pro-Version gibt, ist dann auch noch das Golf-Feature. Du kannst aus 17.000 verschiedenen Golfplätzen hier die Daten herunterladen. Dabei bekommst du auch die Golfplätze hier in deiner Region angezeigt. Und sobald du die Daten heruntergeladen hast, bekommst du dann über den aktuellen Golfkurs dann auch alle Sachen angezeigt, wie sich dann hier die verschiedenen Löcher zusammensetzen. Und du kannst dann natürlich hier auch deine Statistik pflegen. Was es dann auch gibt, ist dann hier ein detaillierter Skimodus. Ich blende es jetzt einfach mal grafisch ein, weil ich es jetzt anhand fehlender Berge und Schnee nicht testen konnte. Dabei siehst du einmal die maximale Geschwindigkeit, aber auch die Durchschnittsgeschwindigkeit des Skifahrens. Und was es dann hier mit dem laufenden Update später geben soll, ist dann auch die Möglichkeit, dass die Uhr hier Skilifte und Abfahrten erkennt, um hier nochmal eine bessere Datenauswertung gewährleisten zu können. Du hast aber nicht nur die Möglichkeit, nur Trainings aufzuzeichnen, du hast auch Trainingsoptionen. Zum Beispiel gibt es hier dann auch einen Trainingsplan. In dem Fall habe ich jetzt hier zum Beispiel einen Halbmarathon-Trainingsplan ausgewählt. Das gibt es aber auch für 5 Kilometer, 10 Kilometer und Marathon. Wobei ich sagen muss, das sind eher so Standardpläne, das ist eher für Anfänger, aber nichtsdestotrotz, die Möglichkeit ist vorhanden. Wenn wir dann runterscrollen, gibt es auch noch weitere Optionen. Zu einem habt ihr diverse Kurse, das heißt also, es gibt auch vorinstallierte Kurse, die du dann hier durchführen kannst, falls du mal Lust hast, irgendwas jetzt direkt zu machen. Auch das orientiert sich so ein bisschen an Anfänger, aber ist auf jeden Fall ein erster Start hier, um gute Laufaktivitäten durchzuführen. Du kannst auch eigene Kurse erstellen, das ist ebenfalls möglich, als natürlich auch ganz klassisch, wenn du sagst, okay, ich möchte ein Intervalltraining durchführen, das wird mit der Huawei Watch GT6 Pro ebenfalls unterstützt. Oder du hast auch die Option, nach Anleitung zu trainieren. Das heißt also, wenn du zum Beispiel hier reingehst, Anleitung zum Rennen, da kannst du dann hier zwischen den verschiedenen Disziplinen auswählen. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch, Halbmarathon, Marathon, als auch benutzerdefinierte Distanz. Und hier kannst du einfach eine Zeit festlegen und die Uhr hilft dabei, diese Zeit zu erreichen. Es gibt dann aber auch die Option, nach Zielen zu trainieren, sei es zum Beispiel Zeitziel, Distanz oder Kalorien. Oder du kannst auch einen virtueller Pacer aktivieren. Das heißt also einfach eine Zeit festlegen, die du schlagen möchtest. Und dann bekommst du immer live auf der Uhr angezeigt, ob du jetzt besser oder schlechter bist als dein virtueller Laufpartner. Und wie ihr es von Huawei-Uhren gewohnt seid, könnt ihr natürlich dann auch für jede Aktivität die Datenfelder so einstellen, wie ihr das haben möchtet. Während des Laufens bekommst du hier zum Beispiel dann auch die Schritte angezeigt, die du während der Aktivität gesammelt hast. Du bekommst eine sehr gute Übersicht deiner Herzfrequenzzonen, aber natürlich dann auch dein aktueller Trainingsstatus kannst du dann ebenfalls mit einsehen. Beim Radfahren bekommst du dann auch eine Übersicht der Geschwindigkeit und wenn du ein Leistungsmesser verbunden hast, kannst du auch die Leistungsdaten direkt hier anzeigen lassen. Und wenn wir schon beim Radfahren sind, kommen wir dann auch schon zu der größten Änderung und Neuerung der Huawei Watch GT6 Pro. Früher in der Vergangenheit war es immer so, dass du hier ein Leistungsmesser anschließen musstest, um hier Leistungsdaten zu sehen. Huawei hat sich jetzt gedacht, okay, das können wir doch irgendwie anders lösen. Und zwar bieten sie diesmal einen virtuellen Leistungsmesser an. Das heißt also, in deiner Radfahraktivität hast du nun die Möglichkeit, verschiedene Räder zu hinterlegen, sei es Mountainbike, Rennrad oder auch ein Klapprad. Da kannst du dann die Gewichte hinterlegen und du bekommst dann hier während der Aktivität hier die Leistungsdaten dann angezeigt, ohne dass du hier ein Leistungsmesser angeschlossen hast. Und sobald du eine Radfahraktivität länger als 40 Minuten ausgeführt hast, bekommst du dann auch einen sogenannten FTP-Wert berechnet. Da wird einfach eingeordnet, wie gut deine Radfahrleistung ist. Und du kannst auf jeden Fall sehen, wie dein Fortschritt dann sich entwickelt, beziehungsweise dich dann auch hier verbessern. Ich selber habe die Huawei Watch GT6 Pro ja jetzt im Beta-Status getestet. Und da kam es hin und wieder mal vor, dass ich dann auch Nullwerte hatte beim virtuellen Leistungsmesser, obwohl der richtige Leistungsmesser hier Daten angezeigt hat. Und da muss Huawei auf jeden Fall noch nacharbeiten. Aber wie gesagt, das ist momentan noch Beta. Als Orientierung ist es gut, aber so als Trainingsersatz für einen richtigen Leistungsmesser sehe ich es momentan aktuell noch nicht. Da muss auf jeden Fall noch einiges passieren, bis man das hier so einordnen kann. Aber es gibt jetzt nicht nur den Leistungsmesser als Neuerung, wir haben nur noch die Möglichkeit, sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Android-Handy dann auch hier deinen Fahrradcomputer anzeigen zu lassen. Das heißt also, wenn du eine Aktivität startest, dann werden die Daten hier direkt von der Uhr aufs Handy gespiegelt. Dabei siehst du einmal hier zum Beispiel, in welchem Herzfrequenzbereich du unterwegs bist, welche Geschwindigkeit du fährst und du bekommst auch eine Karte eingeblendet, welche Strecke du aktuell gefahren bist. Was es leider momentan noch nicht gibt, ist, wenn du dich zum Beispiel navigieren lässt, dass du die Navigationsroute auch direkt hier auf dem Handy-Display siehst. Aber auch hier gibt es ein kleines Manko.
Zumindest in der Beta-Version hatte ich das Problem, dass auf dem iPhone nach einer gewissen Zeit der Bildschirm ausgegangen ist, beziehungsweise in Ruhemodus, so wie man es halt vom iPhone kennt. Auf dem Pixel-Handy war es dann anders. Hier wurden Daten dann dauerhaft angezeigt und das Handy ist bei mir zumindest nicht ausgegangen und ich musste nicht jedes Mal entsperren. Im Bereich Sicherheit bietet uns die Huawei Watch GT6 Pro die Möglichkeit, wenn du mehrfach oben die Krone drückst, hier einen SOS oder einen Notruf abzusetzen. Du hast dann auch hier eine verbesserte Sturzerkennung. Das heißt also, auch jetzt beim Radfahren wird das Ganze erkannt und wenn du Notfallkontakte hinterlegt hast, wird dieser dann auch benachrichtigt. Voraussetzung in beiden Fällen ist aber, dass du ein Handy dabei hast, weil die Uhr, wie gesagt, hier kein eigenes LTE zur Verfügung steht. Auch wie schon beim Vorgänger hast du mit der Huawei Watch GT6 Pro die Möglichkeit, dich auf eine Route navigieren zu lassen. Dabei hast du zum Beispiel die Option, auch über Komoot hier Strecken zu planen. Es wird auch eine Schnittstelle zu Komoot unterstützt. Oder du kannst auch GPX-Dateien direkt hier in die Huawei Health App übermitteln und diese auf die Uhr übertragen. Dabei bietet die Huawei Watch GT6 Pro die Möglichkeit, auch hier topografische Offline-Karten anzeigen zu lassen. Und hierbei werden auch Straßen mit Straßennamen, Points of Interest hier angezeigt. Probleme gibt es dann aber, wenn du im Wald unterwegs bist. Hier fehlen dann Waldwege, Trails oder auch Radwege. Das liegt einfach daran, dass Huawei hier auf Petal Maps setzt. Das sind hier Karten, die basieren auf TomTom und die bekommen ja bekanntlich aus dem Straßenverkehr. Und da muss Huawei auf jeden Fall nachbessern. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass hier Huawei irgendwann mal auf OpenStreetMaps umsteigt, weil die Karten sind so im Wald auf jeden Fall nicht zu gebrauchen, wenngleich dann auch Wälder und Freigelände sehr gut dargestellt werden. Aber wenn dann ein Weg mal gesperrt ist, kannst du dich mit den Karten auf jeden Fall im Wald nicht orientieren. Nichtsdestotrotz, wenn du aber eine Navigationsstrecke geplant hast, bekommst du dann die Strecke auch angezeigt, wenn es den Weg hier auf der Karte nicht gibt. Das heißt also, die Linie ist auf jeden Fall enthalten. Du kannst ihn auch im Wald navigieren lassen. Das ist hier kein Problem. Du bekommst dann auch abbiegenweise per Sprachansage, die sind auch auf Deutsch. 49 Meter nach links abbiegen. Schwieriger wird es ein bisschen, wenn du ja die Sprachansage ausschaltest. Die Pop-ups, die für die Abbiegenweise sind nämlich sehr kurz. Die kommen dann hier nur so 3-4 Sekunden. Und es kommen dann auch nicht alle. Da ist auf jeden Fall die Abbiegenweise mit Sprachassistenten deutlich besser. Während der Navigation bekommst du natürlich alle Daten angezeigt, die du beim Training auch siehst. Und du bekommst auch einen Überblick über die geschätzte Ankunftszeit. Die hast du dann auch mit dabei, um das hier besser einzuordnen. Und wenn wir schon beim Aktivitätstracking sind, werfen wir einen Blick auf die Akkulaufzeit. Huawei gibt ja hier eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen in leichter Nutzung an. Das heißt also, wenn du einfach die Uhr trägst, ich gehe mal davon aus, dass hier Always-On-Modus nicht eingeschaltet ist. Bei typischer Nutzung sind es 14 Tage und sie geben auch an, dass du bis zu 40 Stunden hier Outdoor-Sportaktivitäten aufzeichnen kannst. Ich selber habe die Uhr jetzt, wie gesagt, im Beta-Zeitraum getragen. Nichtsdestotrotz, auch ich habe sehr gute Akkulaufzeiten bekommen. Beim täglichen Tragen, da hatte ich das Always-On-Display eingeschaltet. Nach 15 Sekunden ist das Display in einen Ruhemodus gegangen. Das heißt also, du hast dann die Uhrzeiten auch gesehen. Ich habe Blutsauerstoffwerte messen lassen, als natürlich auch das Schlaftracking und dauerhaft die Herzfrequenz und kam hier auf einen Akkuverbrauch von 0,5% pro Stunde. Das entspricht zu einer Laufzeit von etwa 7,5 Tage, was wirklich sehr gut ist für eine Smartwatch. Das heißt also, wenn du das Always-On-Display abschaltest, dann sind auf jeden Fall hier deutlich längere Laufzeiten möglich. Ganz interessant ist natürlich dann auch noch das Aktivitätstracking. Auch das habe ich im Always-On-Modus durchgeführt und im besten GPS, was die Uhr anbietet. Und so kam ich bei meinem Lauf im Always-On-Display hier auf einen Akkuverbrauch von 4,36% pro Stunde. Das entspricht zu einer Laufzeit von etwa 23 Stunden. Dann habe ich noch eine Radfahrt gemacht mit dem virtuellen Leistungsmesser und hier hatte ich dann einen Verbrauch von 3,9% pro Stunde. Das entspricht zu einer Laufzeit von etwa 25,5 Stunden. Warum ist das besser als beim Laufen? Ganz einfach, ich habe jetzt nicht so oft auf die Uhr geschaut. Das Display war dann nicht mehr die ganze Zeit an. Das macht dann auf jeden Fall auch was aus. Und wie man sieht, der virtuelle Leistungsmesser braucht hier überhaupt gar nicht so viel Strom. Man bekommt auch hier sehr gute Laufzeiten hin. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch einen Lauf mit der Navigation. Hier bekommst du, wie gesagt, die Sprachansage und Abbiegenweise. Das heißt also, hier ist auf jeden Fall ein höherer Stromverbrauch. Da kam ich jetzt auf einen Akkuverbrauch pro Stunde von 6%. Das entspricht zu einer Laufzeit von 16 bis 17 Stunden, je nachdem, wie oft du auf die Uhr schaust, wie viele Hinweise kommen. Aber auch das ist auf jeden Fall für eine Tagestour völlig ausreichend. Im Bereich der GPS-Messung bekommt er mit der Huawei Watch GT6 Pro das L1 und L5 Dualband angeboten, also das beste GPS, was ihr auf dem Markt bekommen könnt. Und das zeigt du auch wirklich hier bei der Datenaufzeichnung. Ich hatte keinerlei Probleme, sowohl im Wald als auch im Freigelände hat die Uhr hier wirklich akkurat gemessen. Es gab hier überhaupt keine Ausreißer und war wirklich immer sehr zuverlässig, was die Daten angeht. Bei der Entfernungsmessung hatte ich am Anfang etwas das Problem, dass die Distanzen etwas zu lang waren, so 60, 70 Meter. Seit dem letzten Update ist es etwas besser geworden. Da waren es nur noch 10 und 20 Meter Unterschied gegenüber meinen anderen Sportuhren.
Also wirklich eine sehr zuverlässige Messung, was uns die Huawei Watch GT6 Pro hier anbietet. Zu guter Letzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Herzfrequenzmessung und da weiß die Huawei Watch GT6 Pro wirklich zu überzeugen. Ich habe hier zum Beispiel einen Lauf durchgeführt, bei dem ich auch öfters gestanden bin, wieder losgelaufen bin. Ich habe jetzt sehr viel abgefilmt. Man kann ganz gut sehen, dass gegenüber eines Brustgurtes wirklich hier die Daten sehr gut erfasst worden sind. Das gleiche war dann auch bei einem Traillauf. Hier hat am Anfang die Uhr ein bisschen Probleme gehabt, die Werte gut zu ermitteln, gerade zu den ersten 3 Minuten. Aber danach war das überhaupt kein Problem, sowohl bergab als auch bergauf. Wenn gleich nach 58 Minuten man ganz gut erkennen kann, dass es hier und wieder doch zu kleinen Abweichungen kommt, aber die sind hier wirklich im marginalen Bereich. Bei meinem zweiten Traillauf sah das dann ähnlich aus. Es gab lediglich bei Minute 31 bis 46 so ein paar Ausreißer, auch hier in der Bergabpassage. Aber nichtsdestotrotz, die Verläufe sind auch hier sehr gut getroffen worden. Anders sah es bei meinem Gravel-Radfahren aus. Hier gab es dann doch ein paar Ausreißer mehr, wenn wir Minute 37 schauen. Oder nach 1 Stunde und 16 kann man hier so ein paar Spitzen erkennen. Das liegt einfach daran, dass hier Schläge auf den Lenker kommen und Erschütterungen sind. Da kann es auf jeden Fall zu Messfehlern kommen. Das war dann bei meiner zweiten Fahrt etwas stärker. Da gab es nämlich dann eine Abfahrt. Die roten Striche nach unten bitte ich zu ignorieren. Das waren so ein paar Messfehler des Brustgurtes. Aber man kann ganz gut sehen, dass bei Minute 52 bis zu 1 Stunde 12, wo es dann bergab ging, dann doch einige Messfehler hier mit der Huawei Watch GT6 Pro entstanden sind. Das ist aber nicht nur ein Phänomen, die ich auf dieser Uhr finde. Das gibt es dann auch bei einer teuren Garmin-Uhr oder Sunto-Uhr oder eine Polaruhr. Da habe ich das ähnliche Verhalten, sobald es dann hier bergab geht und hier Erschütterungen auf das Handgelenk kommen. Zu guter Letzt werfen wir dann noch einen kurzen Blick auf ein Krafttraining, das ich gemacht habe. Auch hier kann man ganz gut sehen, dass die Huawei Watch GT6 Pro hier sehr gut performt hat. Die Spitzen wurden hier alle wirklich sehr gut erkannt. Lediglich bei Minute 8 und 10 hat es nicht so ganz optimal erwischt, aber nichtsdestotrotz ist wirklich ein sehr solider Wert, was wir hier beim Krafttraining bekommen. Insgesamt muss ich sagen, ich bin mit der Huawei Watch GT6 Pro wirklich sehr zufrieden gewesen. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit der Uhr zu trainieren. Einzig der virtuelle Leistungsmesser, da musste Huawei noch mal ein bisschen nachschärfen, um hier ja bessere Werte hinzubekommen, gerade im Durchschnittswert, dass die etwas höher ausfallen oder näher sind an einem Leistungsmesser. Es ist sicherlich nicht einfach und ich denke, Huawei wird auf jeden Fall daran arbeiten. Aber ihr macht mit der Huawei Watch GT6 Pro auf jeden Fall hier nichts falsch und ist definitiv eine gute Alternative zu einer Apple Watch beim iPhone oder zu einer Galaxy Watch fürs Android-Handy. Du kannst auch gerne mal in den Kommentar schreiben, was du von der Huawei Watch GT6 Pro hältst. Ist das eine Uhr für dich, die du die kaufen würdest? Würdest du vielleicht auch upgraden? Ich denke, ein Upgrade von der Huawei Watch GT5 Pro lohnt sich jetzt vielleicht nicht so ganz, wie zum Beispiel von der 4 oder 3er. Schreib es mal gerne in die Kommentare, ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr rund um Huawei sehen möchtest, ich habe auch eine Playlist rund um Huawei, da kannst du reinschauen, was sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Beziehungsweise wenn du neu bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du reinschauen, was hier sonst noch so alles stattfindet. Wenn das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich. Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.